habe heute wieder neue Container dabei, weil Container kann man nie genug haben. Und das ist das Erstlingswerk vom neuen portugiesischen Hersteller PT Trains und die stellen damit gleich mal alles in den Schatten, was man bisher gesehen hat. Mehr dazu gleich. Die Container kommen dabei verpackt, wie man es eher von einem Waggon erwarten würde, in einem Stülpdeckelkarton und dann nochmal doppelt behütet in Plastik. Also zum einen hier im Tiefziehteil und dann auch nochmal ein Stück Plastikfolie um den eigentlichen Container herum. Die Verpackung ist auch gleich einer der großen Kritikpunkte. Natürlich ist es etwas widersprüchlich, als Plastikmodellbauer sich über zu viel Plastikanteil bei der Verpackung zu mokieren, aber ein bisschen weniger hätte es auch getan. Zumal eine Containerverpackung, anders als die für Wagen oder Loks, etwas ist, das sehr sicher direkt im Müll landen wird. An den Containern selbst gibt es hingegen nichts auszusetzen. Sie sind sehr maßstäblich, matt lackiert, absolut makellos, 5-seitig im Tampondruckverfahren bedruckt, was deckende Flächen, aufgedruckte Türgummis und gut lesbare kleinste Anschriften einschließt. Und preislich sind sie auf dem gleichen Niveau wie die ebenfalls sehr guten Containermodelle von Kombi-Modell. Der 40-Fuß-Container liegt bei 17 Euro Liste und der 20-Fuß-Container bei 15 Euro. Man bekommt sie aber auch schon für 14 respektive 12 Euro. Aber das alles war PT Trains offensichtlich nicht genug. Als besonderer Clou lassen sich bei allen Modellen die Türen öffnen. Und auch die Innenseiten des Containers sind komplett durchgestaltet. Das gilt auch für den Boden. Jetzt könnte man sich fragen, wo ist denn da die Innovation? Denn Pico hat ja Container. Denn Pico hat ja Plastikboxen, die sie als Container bezeichnen. Aber ganz ehrlich. Wobei es ja fast schon ein Affront ist, das Spielzeug aus Sonneberg mit den Modellen von PT Trains zu vergleichen. Denn selbst bei den Türen orientiert man sich an Optik und Funktionsweise des Vorbilds. Jede Tür besteht aus 5 Einzelteilen, wie man am unlackierten Modell gut erkennen kann. Darüber hinaus haben die Container einzeln angesetzte und je nach Vorbild in der Anzahl variierende Abdeckungen für die Belüftung, womit man am Ende auf bis zu 20 Einzelteile pro Container kommt. Dass die Corner Castings durchbrochen sind, läuft da fast schon unter Randnotiz. Und wem das noch nicht reicht, der kann sich daran erfreuen, dass PT Trains sowohl den 40-Fuß-Container als auch den 20-Fuß-Container in 2 verschiedenen Grundformen umgesetzt hat. Zum einen mit viereckigen Öffnungen an Front und Heck neben den Corner Castings und zum anderen mit den für MSC typischen dreieckigen Öffnungen. Man möge mich korrigieren, aber nach meinem Kenntnisstand ist das erste Mal, dass sowas im Modell realisiert wurde. Unterschiedlich gesickte Türen sind hingegen nicht mehr unbedingt ein Novum, aber selbst hier unterscheidet PT Trains insgesamt 3 Varianten. Die Tür mit 5 Sicken kommt je nach Vorbild mit außen oder innen liegenden Verschlüssen. Noch mehr Varianten in der Grundform werden mit den für Dezember angekündigten Neuheiten erscheinen. Der Preis, den man dafür bezahlt, die Container sind mit den meisten Tragwagen nur sehr bedingt kompatibel. Richtig gut passen eigentlich nur die Wagen von Kombi-Modell und vermutlich auch die angekündigten Tragwagen von PT Trains selbst. Bei den meisten anderen sind hingegen Nacharbeiten nötig, beispielsweise durch das Einkleben von Drahtstücken als Stifte zum Verladen auf Matrix-Wagen, denn es handelt sich hier eben um Modelle, nicht um Ladegut nach NEM 380. Auch auf das Containerchassis von Herpa passen die Container nur durch Aufweiten der Corner Castings. Bei den 40-Fuß-Containern muss man darüber hinaus noch den zu flachen Gooseneck-Tunnel vertiefen, respektive entfernen. Apropos Nebensächlichkeiten, 2 habe ich noch. Jeder Container ist derzeit nur mit genau einer Containernummer erhältlich. Mehrere Nummern, wie beispielsweise vom Kombi-Modell angeboten, wären wünschenswert. Und viele große Räder fehlen. Neben Maersk und MSC wären Container in den Farben von Cosco, CMA CGM, Evergreen, OOCL, Hapag-Lloyd,
oder One bzw. auch den darin aufgegangenen Gesellschaften NYK, MOL und K-Line wünschenswert. Und Hanshin nicht zu vergessen, Container in deren Farben sieht man selbst heute noch hin und wieder. Aber auch hier bessert man mit den Dezember-Neuheiten nach. Hapag-Lloyd wird dazukommen, für Maersk, MSC und Hamburg Süd wird es alternative Containernummern geben. Zusammenfassend sind die negativen Punkte bei diesen Containern nicht wirklich welche, da sie entweder zu vernachlässigen sind oder das Thema von PT Train schon angegangen wird. Diese Container sind eben nicht nur Ladegut, sondern wirklich Modelle und PT Trains hat ihnen alle Aufmerksamkeit gewidmet, die man einem Modell widmen muss, damit es gut wird. Und damit hat PT Trains aus dem Stand heraus als erstes Produkt in der Unternehmensgeschichte eines auf den Markt gebracht, das man getrost als die Referenz für die kommenden Jahre bezeichnen kann. So konstruiert man ein Containermodell heute und ich bin mal gespannt, ob man bei B-Models aufgepasst hat.